2000 Stunden, Leute. Community Service wird bei uns groß geschrieben. Wir wollen wieder eine große Jahresendshow machen, so wie letztes Jahr mit der Go Challenge. Weil meine persönliche Schätzung war, nach einem Jahr sind wir fertig. Nein. Nein, 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 nein. Ihr Schlingel. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute bin ich mal wieder gleich persönlich da. Die Tischlerin ist weg und wir haben heute eine Menge zu besprechen, denn gerade über die letzten Videos, egal, da ist einiges, was wir aufarbeiten müssen. Und natürlich müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Wir sind jetzt etwa ein Dreivierteljahr hier vor Ort in den neuen Studios und da stecken inzwischen über 2000 Arbeitsstunden hier drin. Darauf schauen wir mal zurück, was wir alles geschafft haben in der Zeit. Für uns sieht das immer so wenig aus, aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge geschafft. Ansonsten gibt es noch neue Funktionen im Shop, die Stickerwall und so weiter. Aber legen wir los! Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich mit dem Thema Live bzw. ran ans Werkzeug, die Live-Show anfangen. Und eigentlich müsste ich jetzt hier den Ventilator nehmen, so schön Milwaukee 18 Volt Ventilator, mein wallendes Haar trocknen. Weil es war ganz schön anstrengend, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Und jetzt ist eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, erstmal, was ist eure Meinung gewesen zu Ran ans Werkzeug, die Live-Show? Schreibt es mal unten in die Kommentare, #live, einfach unten mal reinschreiben. Und schreibt bitte mal rein, das würde uns alle sehr interessieren, wie schaut ihr euch das an? Wo schaut ihr euch das an? Zelebriert ihr das irgendwie? Nehmt ihr noch 5 Nacho-Tüten, setzt euch alle zusammen und dann legt ihr los? Oder weiß ich nicht, geht ihr draußen im Garten und grillt dabei oder keine Ahnung. Das würde uns wirklich interessieren, wie ihr uns schaut. Schreibt das mal ruhig mal unten in die Kommentare. Kommen wir zu einem anderen Thema, was immer und immer beliebter wird, und zwar unsere Stickerwall. Und zwar ist es ja so, dass wir hier eine riesige Stickerwall aufgestellt haben, gleich übrigens im Eingangsbereich. Kommst zur Tür rein, zack, vorne die Stickerwall, siehst du dort. Und immer mehr von euch schicken uns Sticker. Vielen Dank. Hört damit nicht auf, aber ich erwähne das Ganze, weil immer und immer mehr Fragen per Mail, YouTube, Instagram, was auch immer kommen. Wie kann man uns denn Aufkleber schicken? Beziehungsweise wie kann man Aufkleber von uns bekommen? Erst einmal, du könntest dir theoretisch auch einfach einen Aufkleber im Shop bestellen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vor allem ist es so, dass du uns einfach einen frankierten Briefumschlag schicken kannst. Dann kannst du uns deinen Aufkleber herschicken. Dann kommt er ran, wir verlinken den in der Story und so weiter und so fort, wenn du einen Instagram-Kanal hast. Aber dann schicken wir dir einen Aufkleber zurück. Aktuell, solange der Vorrat reicht, auch noch mit Heldin der Werkstatt-Aufkleber gleich mit dazu. Und die Adresse, wo du es hinschicken musst, findest du unten in der Videobeschreibung. Nichts einfacher als das. Kommen wir zu einer anderen Sache, und zwar werden wir eine Funktion jetzt mal in nächster Zeit etwas mehr nutzen, und zwar im Community-Bereich von YouTube. Ja, ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr auf unseren Kanal geht, steht da Videos und so weiter. Da gibt es aber auch den Community-Bereich oben als Tab. Einfach mal draufklicken. Dort wird es so sein, dass wir in Zukunft ein paar Umfragen machen, ob ihr lieber das Video haben wollt oder das, lieber vielleicht 12-Volt-Geräte oder lieber Ventilatoren oder keine Ahnung, oder andere Umfragen. Einfach mal dort vorbeischauen. Auf dem Handy bekommt ihr zum Beispiel, glaube ich, wenn ihr uns abonniert habt, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, ihr Burschen, ihr, ja, und Mädels, abonnieren, sofort. Also, die Abonnenten bekommen es auf dem Handy natürlich auch immer angezeigt, wenn sie im YouTube drin sind. Da kannst du an der Umfrage teilnehmen. Würde uns sehr freuen. Kommen wir zu 2 Themen, die wir für euch machen, weil ihr sie euch sehr stark gewünscht habt. Und zwar Thema Nummer 1, Zahlen, Daten und Fakten. Und ich finde es sehr schön, dass ihr eigentlich, wenn ihr euch das wünscht, meinen Gedanken folgt. Denn das heißt, dass ihr datengetrieben und faktengetriebene Entscheidungen treffen wollt. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel Druckluftlage uns anschauen und dann schauen wir uns die ganzen Daten an. Also wir für uns erstmal selber machen Tabellen, gucken uns das an, wer hat was, wie, was, wo. Und dann drehen wir das Video und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, naja, dann können wir euch diese Daten ja auch mal zeigen. Deswegen sagen wir immer, und jetzt zeige ich euch die Datentabelle. Das Ganze ist aber nur relativ kurz, das ist irgendwie 10, 15, 20 Sekunden im Video da. So, dann könnt ihr das anschauen und dann geht das Video aber weiter. Dann sind die Daten weg. Und wenn ihr später irgendwann einmal diese Daten nochmal haben wollt, weil ihr sagt, ich möchte vielleicht doch mal mir davon kaufen,
Dann müsst ihr immer genau diese Stelle wiederfinden, vielleicht euch einen Screenshot machen und dann damit rumlaufen, das ist alles Quatsch. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden euch diese Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr habt demnächst die Möglichkeit, euch auch nach den Videos, auch außerhalb der Videos, diese ganzen Datentabellen anzuschauen. Das ist ein Service für euch, da arbeiten wir jetzt schon seit einigen Wochen dran und das ist umfangreicher, als wir dachten. Denn überlegt mal, wie viele Videos wir schon gemacht haben. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was ihr schätzt, wie viel Videos mit Werkzeugvergleichen wir schon gemacht haben. Mal gucken, ob irgendjemand richtig schätzt. Es ist echt eine Menge. Insofern, da Community Service wird bei uns groß geschrieben. Zweites Thema ist, ihr wollt Neuheiten. Ihr interessiert euch für neue Werkzeuge, deswegen guckt ihr wahrscheinlich auch die Videos unter anderem. Und Neuheiten. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen auf gotools.de Folgendes, und zwar gibt es eine Neuheitenseite. Dort drauf kann man sich die neuesten Geräte oder Geräte anschauen, die in Zukunft kommen und die vor allem auch in naher Zukunft dann irgendwann rauskommen. Und da war es euer Wunsch, naja, ich möchte aber benachrichtigt werden, wenn man die dann irgendwann auch mal kaufen kann. Es ist ja gut und schön, dass es hier meinetwegen in 3 Monaten wahrscheinlich so einen Dremel hier gibt. Aber ich möchte nicht jede Woche gucken, wenn ich ihn haben will, wann gibt es ihn endlich? Und dann geh einfach auf die gotools.de Seite, geh auf die Neuheitenseite und wenn du dich zum Beispiel für irgendein Gerät wie, ein Dremel oder keine Ahnung was interessierst, draufgehen und dort findest du die Funktion benachrichtigen lassen bei Verfügbarkeit. Ja? Ihr kennt das ja aus dem normalen Shop, da gibt es das auch, wenn es ausverkauft ist, dann kannst du dich dort auch benachrichtigen lassen. Das kennst du gar nicht? Das kennst du nicht? Also nochmal als Hinweis. Geh einfach in den Shop. Da ist irgendein Werkzeug ausverkauft, dann steht da Verfügbarkeit 0, müssen wir nachbestellen, was auch immer. Irgendwann kommt es wieder rein, aber du willst es haben. Dann einfach auf diesen Button drücken und dort deine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und das ist nur für genau diesen einen Zweck. Wir machen ja nichts anderes mit der E-Mail-Adresse. Und dann hast du die Möglichkeit, dich benachrichtigen zu lassen und dann bekommst du eine Mail. Jetzt ist wieder da und dann geht's los. Und genauso funktioniert das Ganze jetzt auch mit Neuheiten. Na, wenn das nichts ist. 2000 Stunden, Leute. 2000 Stunden, also hier so, ich glaube so von euch 100 Nullen? Nein, 2000 Stunden haben wir inzwischen in dieses Gebäude investiert, also an Zeit. Und überlegt euch mal, wie viele Stunden das sind. Ja? Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir hier so viele sind, weil wir echt viel bauen. Wir bauen übrigens relativ viel, was ihr auf Helden der Werkstatt euch anschauen könnt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt mal vorbei. Ist echt spannend und auch manchmal lustig, was wir hier so machen. Hier oben verlinke ich dir mal den Kanal. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und abonnieren. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir auch viele Dinge, die wir hier machen, ich würde sagen, die Hälfte der Dinge, die wir machen, filmen wir gar nicht, weil es für euch wahrscheinlich langweilig wäre oder weil wir immer und immer wieder dasselbe machen müssen an einigen Stellen. Und das ist schon erstaunlich, dass hier so ein Metabo umkippt. Nein, Spaß. Da kommen wir übrigens auch gleich noch. Aber wir haben hier wirklich enorm viel Zeit investiert in das Gebäude. Und als ich vor 1,5 Jahren das Gebäude gefunden habe, habe ich gedacht, ja, machen wir hier so und dann bauen wir mal. Und ich habe schon echt viel in meinem Leben gebaut und auch viel handwerklich, Werkbänke und was auch immer. Aber auch ich habe es zeitlich ganz leicht unterschätzt, wie lange wir hier brauchen. Weil meine persönliche Schätzung war, nach einem Jahr sind wir fertig. Wir sind vor fast 9 Monaten hier eingezogen. Nein. Wir sind nicht fertig. Aber schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf die Anfänge. Als wir das allererste Video hier gedreht haben, war es so, hier war nichts. Hier waren einfach nur leere Hallen. Und es war noch unwahrscheinlich viel im Rohzustand. Es war schon ein fertiges Gebäude, man konnte hier Dinge tun. Aber überlegt euch mal zum Beispiel oben unseren Bürotrakt, da gab es noch Wände, die haben wir erstmal abgerissen. Da haben wir ich will schon sagen Kubikkilometerweise, aber Kubikmeterweise Schutt rausgetragen. Es waren über 20 Kubikmeter, ich glaube es waren sogar mehr, in Containern, die wir hier rausgetragen haben. Da haben wir dann 10 Meter lange Mauern gebaut oder beziehungsweise Wände gestellt mit 2-3 Meter hohen Fenstern und so weiter und so fort. Also allein das hier ist eigentlich eine riesen Mammutaufgabe. Wir haben dort oben einen Bürotrakt von, ich glaube, 250 Quadratmetern. Das ist quasi ein komplettes Haus in der Grundfläche, was wir so nebenbei gebaut haben. Und ich würde sagen, in Videos, hier ist es wirklich so, dass wir vielleicht 20% überhaupt nur gezeigt haben. Weil es waren riesige Flächen, wo wir immer wieder irgendwelche Dinge machen mussten. Und wir alle sind mega froh, dass der Abriss vor allem fertig ist.
Genauso ist aber zum Beispiel auch in diesem Raum. Nehmen wir mal die allerersten Videos, die wir hier gedreht haben. Ich glaube, das war das Thema Kompressor. Da stand noch Bob, hier da, wo die Kamera jetzt gerade steht, haben wir die Kompressoren dahingestellt. Da war es noch relativ hallig hier und dann haben wir losgelegt und haben einfach gesagt, eigentlich hätten wir in der alten Location drehen müssen. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen, dass ihr dabei seid, von Anfang an die ganze Entwicklung mitmacht und das war echt spaßig. Und dann ging es hier drin auch schon los. Ja? Dann haben wir hier als allererstes das Ganze hier erstmal komplett dunkelgrau gestrichen. Ja? Beziehungsweise hat Daniel gemacht und hat einige Tage hier in seinem Anzug gesessen, hat das hier gesprüht. Das ist zum Beispiel eine Sache, haben wir nie aufgenommen, weil wir gedacht haben, interessiert euch nicht groß. Wenn es euch interessiert, schreibt es mal unten in die Kommentare, vielleicht für den nächsten Raum, dann nehmen wir das mal mit. Weil wir haben es natürlich nicht mit Rolle gemacht, bei den Flächen hier. Uiuiuiui. Natürlich haben wir dann die Decke gemacht, hier oben über 100 Quadratmeter an der Decke, die Schallabsorption aufgebaut. Wir haben dann diesen wunderschönen Boden gemacht, der immer noch jeden beeindruckt, der hier reinkommt, weil der geht sich echt gut. Ja, und der steht sich vor allem für mich auch sehr gut, wenn ich hier für euch unterwegs bin und so weiter und so fort. Wir haben hier Werkbänke gebaut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werkbänke inzwischen gebaut. Und ich glaube sogar noch mehr. Verschiedenster Couleur. Haben hier hinten nochmal 13 Meter Werkbank hier gebaut, die auch noch nicht fertig ist. Ihr seht das ja. Hier fehlt noch einiges. Da hinten fehlt eine ganze Werkzeugwand. Auch das fehlt alles noch, weil wir einfach andere Sachen vorgezogen haben. Und vor allem bauen wir jetzt gerade mit viel Muskelkraft vor allem auch unser Haus im Haus, also der zukünftige Ort, wo ich eigentlich genau diese Videos hier drehe. Weil das hier ist eigentlich der Raum, in dem eigentlich in Zukunft eher getestet wird, wo es richtig hart zur Sache geht, wo wir Teststationen noch aufbauen, die fest hier rumstehen. Und da hinten, ja, da jetzt nämlich lang, zu Studio 1 bzw. der Scheune, dort werden wir demnächst Gotos drehen und das bauen wir momentan auch. Und wenn man sich überlegt, was alles so passiert ist in der Zeit, nehmen wir das gar nicht mehr so richtig wahr. Wir haben auch Lager gebaut, Eingangslager, Ausgangslager, weil bei der Menge, die wir hier so haben, aber sei es drum. Wir nehmen das gar nicht so richtig wahr. Vor kurzem war aber eine Zeitungsreporterin da, die genau vor 6 Monaten hier war. Und wir so, naja, ist eigentlich nicht viel passiert. Guck mal hier, guck mal da, was denn hier und das alles neu und so. Die war ganz beeindruckt, was in nur 6 Monaten hier entstanden ist. Und man muss immer sagen, dass wir zu 95% wirklich hier alles selber machen und selber bauen. Wir haben kaum externe Hilfe, weil wir es aber auch nicht wollen. Ja, wir wollen das alles selber bauen, wollen selber alles bestimmen, jede Schraube in die Hand nehmen und wollen natürlich dabei auch die Werkzeuge ausprobieren. Oftmals ist es so, dass wir Werkzeuge ausprobieren, die wir dann danach euch auch zeigen, um noch mehr Erfahrung damit zu haben. Ja? Ich denke aber, wenn ich jetzt ein Jahr weiter gucke, dann haben wir wahrscheinlich wieder 2000 Stunden auf der Uhr. Aber dann wird es, glaube ich, nochmal ganz anders aussehen. Ich bin gespannt. Wir haben noch eine Sache für euch und zwar das Thema Jahresgewinnspiel. Wir kommen gleich zur Rückschau, aber erstmal Jahresgewinnspiel. Wenn ihr jetzt fragt, was? Jahresgewinnspiel? Ja. Letztes Jahr hatten wir ja die Go-Challenge und haben gesagt, in der Go-Challenge ist es so, dass wir euch anrufen, haben so ein kleines Spiel daraus gemacht, monatlich. Wir rufen euch an, wir stellen euch Fragen, ihr könnt was gewinnen. Und diejenigen, die durchgekommen sind oder die ich angerufen habe, haben sich nominiert für das Jahresendgewinnspiel. Dieses Jahr haben wir uns bewusst etwas mehr Zeit gelassen, haben gesagt, wir starten nicht gleich im Januar, Februar, starten etwas später und wollen demnächst auf jeden Fall mit dem Jahresgewinnspiel starten. Denn wir wollen wieder eine große Jahresendshow machen, so wie letztes Jahr mit der Go-Challenge. Wie wir die machen? Keine Ahnung. Was wir machen? Kein Plan. Werden wir sehen im Laufe des Jahres. Aber die Frage an euch, und schreibt das mal gerne unten in die Kommentare, schreibt mal Hashtag Go-Challenge, weil das kennen wir alle noch, was für ein Jahresgewinnspiel wir machen sollen, um die Gewinner, also um diejenigen zu nominieren. Weil wir wollen es ja auch nicht so einfach machen, dass ich einfach sage, so, Liste, der ist es jetzt, der kann vorbeikommen. Nee. Irgendwie müssen wir irgendwas haben, um die richtigen Leute so rauszuarbeiten. So wie letztes Jahr, dass ich diejenigen angerufen habe, Fragen gestellt habe und so weiter und so fort. Aber das ist ja alt, das haben wir schon mal gemacht. Wir wollen jetzt irgendwas Neues machen vielleicht. Deswegen Frage an euch. Und noch ein Hinweis übrigens, eine Sache nimmt nämlich langsam Formen an und zwar unser neues Lager.
Wir haben ja ein Thema, ihr sagt immer wieder, naja, ihr habt das nicht auf Lager, das nicht, das nicht, das nicht. Ja, weil das Lager ist irgendwann endlich. Ja. Erstens, das Lager ist endlich. Zweitens, die Hersteller konnten relativ schlecht liefern. Ihr kennt das ja. Aber wir haben gesagt, naja, jetzt müssen wir aber auch mehr Kapazität schaffen. Deswegen bauen wir ein neues Lager. Das haben wir euch vor einigen Monaten angekündigt. Und ich sage euch, die Fortschritte sind ja echt rasant. Wir blenden euch hier mal ein paar Bilder ein, wie der Bau vonstatten gegangen ist und wie weit wir schon sind. Ich sage mal, huiuiuiui. Also was man in der kurzen Zeit alles so schaffen kann. Erstaunlich. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis wir dort aus dem Lager liefern können. Und dann haben wir auf jeden Fall noch mehr Kapazität und noch mehr Werkzeug auf Lager. Und jetzt kommen wir endlich zur Rückschau. Es waren ja einige spannende Videos dabei und sehr interessante Kommentare. Und fangen wir mal bei dem Metabo 12 Volt Thema an. Hier haben wir ja den Delta-Schleifer, den Schwingschleifer oder auch Rutscher und den Exzenter. Und hier war es echt so, dass es sehr, sehr wilde Kommentare teilweise gab. Erst einmal, ja, das gibt es ja von Bosch auch alles. Nö. Also von Bosch Professional gibt es keinen 12 Volt Rutscher. Gibt es einfach nicht. Genauso wie es auch keinen 12 Volt Delta Schleifer gibt. Zumindest als dieses Video rausgekommen ist und zum Zeitpunkt, dass ich dieses Video drehe, kenne ich keine dieser Geräte. Es gibt einen 12 Volt Exzenter von Bosch. Das stimmt, absolut. Aber die anderen beiden Geräte gibt es nicht. Interessant ist auch immer noch, dass man hier die Platten, also bei den beiden, die Platten untereinander wechseln kann. Also man kann den zu dem machen und andersrum. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Im Video habe ich leider eine Sache nicht gesagt, weil ich da einen Denkfehler hatte. Und zwar, das Gerät hier, der 12 Volt Exzenter von Metabo, ist auch neu. Ich dachte, ich habe den schon mal getestet, aber das war die 18 Volt Version. Das heißt, der 12er ist auch nagelneu auf dem Markt. Wusste ich gar nicht zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Ihr habt euch eine Sache gewünscht und zwar, dass wir einen 12 oder 18 Volt Exzenter-Vergleich machen. Erstens, den 18 Volt Exzenter-Vergleich haben wir schon mal einen recht großen Vergleich gemacht. Den verlinke ich dir mal hier oben. Auf jeden Fall sehenswert, wo wir das Gerät, genau das hier, als 18 Volt Version schon mal getestet haben. Was ich gut finde, ist, dass viele von euch genau eine Sache hier gefeiert haben, und zwar den Kantenschutz. Den bieten ja einige Hersteller nicht an, wie zum Beispiel nach meinem Wissen Bosch bietet das nicht an. Und so ein Kantenschutz kann dir schon wirklich auch das Leben retten. Also das ist schon eine tolle Sache, wenn du sagst, du kannst erstmal bedenkenlos schleifen, ohne die Kanten irgendwo kaputt zu machen. Habe ich oft genug erklärt und ist auch ein tolles Thema. Insofern, Metabo, good job! Kommen wir zum Thema Trennschleifer. Das war ein ganz interessantes Thema, weil wir haben Trennschleifer relativ wenig behandelt bis jetzt. Und ich muss auch sagen, das Video selbst kam bei euch von den Aufrufen her nicht sonderlich an. Das haben relativ wenig von euch angeschaut, aber die Kommentare waren sehr zahlreich. Bitte schreibt unten nochmal gerne, wenn ihr mehr Trennschleifer-Videos sehen wollt, dann aber auch, was wir genau uns anschauen sollen, dass es vielleicht mehr von euch interessiert. Eine Sache fand ich super, nämlich, dass viele von euch das Thema Zyklon, den wir hier dran haben, also ergo den Filter hier, wirklich gefeiert haben, weil sie auch gesagt haben, naja, also für ein paar Euro mehr hast du einen Filter dabei, der den Motor schont, das ist eine tolle Sache, finden wir auch. Also finde ich auf jeden Fall, weil ich muss sagen, wir haben mit dem schon einige Male gearbeitet und was hier alles so drin ist, wir haben auch Betonstaub hier schon drin gehabt, Metallstaub und so weiter. Und wenn man sich das überlegt, du hast das hier fast randvoll, also in dem Fall so hier randvoll mit Staub, machst das leer und dann merkst du erstmal, wie viel Dreck durch den Motor durchgeblasen wird. Und ja, er hat Dreck gesagt, Entschuldigung, ja, in dem Fall wirklich, ich möchte, dass alles, was hier durch meinen Motor durchfliegt und nicht reingehört, ist Dreck. So, jedenfalls, einige von euch haben gesagt, das ist eine tolle Sache, finde ich auch. So, Punkt. Nächstes Thema. Kommen wir zum Thema Dremel. Und hier ist es so, dass ihr eine Menge Anmerkungen hattet und habt gesagt, ja, damit kann man ja gleich zu Hause Zahnarztbesuche machen, weil... Moment. Klingt so ein bisschen nach Zahnarzt, oder? Eieieiei. Aber erst einmal, ihr habt eine Frage gestellt, und zwar, passen denn die Aufsätze der alten Dremel und anderer Rotationswerkzeuge denn hier drauf? Ja, in der Regel sind die alle kompatibel, also von Dremel sowieso alles kompatibel. Punkt. Ja, das passt wunderbar hier drauf. Ihr habt auch gesagt, bitte macht doch mal ein Vergleichsvideo mit anderen Herstellern. Na, natürlich machen wir das für euch. Kein Problem, ihr Schlingel. Kein Problem.
Aber was ich interessant fand, und das war mir persönlich auch wichtig, ist, die Dremel-App ist wirklich interessant. Weil ich finde es wirklich toll, und das haben einige von euch geschrieben, dass die Dremel-App ja ein Segen ist, weil ich endlich weiß, für welchen Einsatzzweck, für Steine, Holz, Glas, Metall, was auch immer, Leder, welchen Aufsatz ich nehme, ja, um bestimmte Dinge zu tun. Und dann weiß ich endlich genau, welches Zubehör ich brauche. Und ich muss nicht ewig suchen, weil ich hatte das auch mal, dass ich für den Bosch Gros, das ist ein kompatibles Gerät von Bosch, einen Aufsatz suchte für eine bestimmte Sache und ich habe ewig gesucht. Oh, und da hätte ich diese App doch echt gut gebrauchen können, um mir das anzuschauen. Jetzt ja, mit unserem kleinen Dremel, den wir uns übrigens auch nicht wieder klein, naja, den wir auch nicht wieder hergeben. Übrigens fand ich sehr schön, einige von euch haben hierzu eine Anmerkung gemacht, und zwar das Dremel-Logo leuchtet. Was macht es? Es leuchtet blau. Kommen wir zum Thema Druckluftnagler. Dann nehmen wir das hier mal zur Seite. Eieieiei. Ich habe heute eigentlich die absolut perfekte Nachricht auf Instagram bekommen, eine persönliche Nachricht zu dem Thema Druckluftnagler. Da hat nämlich jemand gesagt, ich habe das Video gesehen und das ist ja eine super Sache, weil jetzt habe ich die perfekte Ausrede, um mir einen Kompressor zu kaufen. So sind wir, oder? Genau so ist es eigentlich. Und das muss man aber immer bedenken, dass man bei den Geräten hier wirklich einen Kompressor braucht. Was ich ein bisschen lästig finde, weswegen ich eigentlich lieber die Dinger mit Akku benutze, aber sei es drum. Und du hast hier noch einen Schlauch oder ein Kabel, irgendwas dran, so und ja, egal. Das macht das Gerät aber relativ günstig, ja, wir haben ja recht gute Preise ja gehabt. Hier sind bei weitem, bei schwereren Geräten, Spaß beiseite, die sind bei weitem nicht im Preisbereich von diesen Geräten mit Akku. Denn ich glaube, wenn du einen Kompressor kaufst und das Gerät, ist es immer noch günstiger, als wenn du einen Akku-Stiftnagler dir kaufst. Was schon ein bisschen bedenklich ist. Und einen Kompressor kann man auch woanders benutzen. Wenn man das so betrachtet, sei es drum. Eine Sache, die ich im Nagler-Video nicht gesagt habe, sondern im Klammerer-Video ist, ab und zu muss hier ein bisschen Öl rein. Also hier in die Drucklufteinlassöffnung muss ein bisschen ab und zu mal 1-2 Tropfen Öl, bevor du arbeitest, reintropfen, damit hier die Mechanik ordentlich geschmiert ist. Das ist nochmal ein Hinweis. Dann habe ich ja eigentlich auch genau die richtigen beiden Geräte hier in der Hand. Und zwar einmal hier, das ist ja unser Kombigerät, Nagler und Klammerer und hier Nagler. Und es ist wirklich interessant. Ich hatte ja damals bei Milwaukee mal auf Zeit getackert und habe das Ganze hier mit dem D-Walt auch nochmal gemacht, aber es geht nichts über die Geschwindigkeit von dem Einhell hier. Also die Geschwindigkeit, in der das Ding hier durchzieht, das ist wirklich erstaunlich. Ansonsten war die einhellige Meinung, dass diese Geräte auf dem Bau oder aber auch um schnell bauen zu können, wirklich Gold wert, kann ich nur bestätigen. Gerade wenn wir etwas zusammenleimen, schnell schon mal die Festigkeit herstellen wollen, um weiterbauen zu können, nehmen wir auch hier Druckluftnagler sehr häufig bei uns in der Werkstatt. Gutes Handwerkzeug, eine Moderationsbrücke. Ein gutes Handwerk ist auch Gold wert. Und natürlich sind eure Kommentare Gold wert, denn ich habe euch etwas unterschlagen. Und zwar das hier. Und zwar das Thema Ringmauerschlüssel habe ich euch unterschlagen, als ich euch das Thema Bosch Handwerkzeuge erzählt habe oder erklärt habe oder vorgestellt habe, wie auch immer, gab es eigentlich genau 2 Kommentare. Mensch, warum denn jetzt Bosch und nichts anderes? Und als zweites, Mensch, wo sind denn diese Schlüssel? Hier sind diese Schlüssel. Wenn ich euch die nochmal zeigen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich habe die einfach übersehen. So einfach ist das eigentlich. Ich habe die einfach übersehen. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich euch die Bosch Handwerkzeuge gezeigt habe. Weil die, glaube ich, kaum einer kennt. Ich kannte die ja auch nicht bis vor kurzem, obwohl es sie schon durchaus mal 3-4 Tage auf dem Markt gibt. Und deswegen habe ich euch genau die vorgestellt. Ihr habt uns aber gesagt, dass ihr noch ganz viel anders sehen wollt. Machen wir, kein Problem. Ich kann euch nur einen Pro-Tipp geben. Kauft euch gutes Handwerkzeug. Weil mit schlechtem Werkzeug, ihr kennt das doch alle, ihr kauft euch zum Beispiel aus einem großen Möbelhaus einen Schrank, den ihr noch selber zusammenbauen müsst. Und dann, was habt ihr dabei? Ich möchte es gar nicht aussprechen, was das sein soll. Zum Beispiel da ist es so, mit gutem Werkzeug kriegst du das wunderbar und schnell zusammengebaut. Mit schlechtem Werkzeug, ist es immer ein Krampf. Genauso ist es so, dass wenn du zum Beispiel beim Cuttermesser, überlegt euch mal, jeder von euch kennt schlechte Cuttermesser.
Willst du nicht haben. Was du da alles rumfrickelst und dann bricht das ab und dann geht das hier irgendwo. Nee, kauf dir ein gutes Cuttermesser. Mehr brauchst du nicht. Ich habe gerade in der echten Werkzeugfangruppe gab es letztens einen Beitrag, da hat jemand sein Cuttermesser gezeigt, war ein sehr hochwertiges Cuttermesser, das er seit 5, 6 Jahren im Einsatz hat. Genau eins, jeden Tag mehrere Male im Einsatz hat und das sah immer noch aus wie neu. Und der war mega zufrieden. Also insofern, schaut gerne mal auch in der Gruppe vorbei und kauft euch ein gutes Cuttermesser. So, Freunde. Ich für meinen Teil will das hier erstmal abbauen, denn auf der Werkbank muss ich gleich weiterbauen, denn wir wollen hier noch ordentlich ordentlich Fortschritt machen. Wir haben noch weitere 2000 Stunden vor uns. Ja? Wir werden das bauen und für euch nächstes Video anschauen. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.